Ja, liebe Audio-Engineers, liebe Mixing-Freunde, herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Bastis Bassstunde. Diesmal in der Neujahrsausgabe. Ja, heute ist der 1.1.2023. Ich wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr. Und ich habe mir gedacht, wenn schon Neujahr ist und wir alle Zeit haben, dann machen wir heute mal eine richtige Monster-Episode. Monster-Episode deshalb, weil ich euch heute alle Plugins, die die Wing bietet, einmal kurz vorstellen werde. Es sind in Summe, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 87 Stück. Wenn ich sage Plugins, dann rede ich von allen Gates, die das Pult bietet, allen Kompressoren, die das Pult bietet. Dann haben wir die Equalizer, die das Pult bietet. Dann haben wir die Premium und die Standardeffekte. Also sprich Hall, Delays, Room-Effekte, Plates und so weiter. Wenn wir uns all diese Plugins heute ansehen, dann wird das natürlich ein bisschen dauern. Deswegen empfehle ich euch, zieht euch zurück, schenkt euch einen Tropfen ein. Ich habe hier mal als Beispiel was vorbereitet. Schenkt euch einen Tropfen ein, genießt das Ganze, hört das mit Kopfhörer an und ja, habt einfach Spaß. Wenn ihr die Zeit nicht habt und es soll ein bisschen schneller gehen, ich habe euch unten die Kapitel ins Video reingemacht, dann klickt euch einfach vor. Für die Demonstration dieser Plugins nutze ich heute eine Live-Aufnahme, eine Multitrack-Aufnahme einer Top-40-Band namens Lost Eden. Die Aufnahme habe ich selber vor ca. 2 Wochen erstellt und ich nutze dafür also meine kompletten Channel-Strips. Das werdet ihr gleich merken, ich habe auch auf den Input-Channels jeweils Waves-Plugins mit drauf, also über Super Rack angebunden Waves-Plugins mit drauf. Und ich mache es jetzt einfach so, wenn ich euch das jeweilige Plugin auf der Wing zeige, dann werde ich meinen Channel Strip im Super Rig einfach deaktivieren und dann könnt ihr das Plugin, also nur das Plugin der Wing hören und für den weiteren Mix schalte ich aber dann meine Plugin-Kette im Super Rig wieder zu. Einfach, dass es vom Sound her alles dann auch wieder passt soweit. Ich werde euch die Plugins heute auf verschiedenen Spuren zeigen, teilweise auf Einzelinstrumenten, Snare oder Bassdrum, vielleicht auch mal auf dem Bass oder auf den Gitarren oder Vocals. Dann natürlich verschiedene Kompressoren und Rooms und Reverbs auf den Gruppen. Und auf der Stereosumme können wir auch mal ein paar Kompressoren heute ausprobieren, die zeige ich euch auch. Wichtig an der Stelle ist mir noch die Seite wingdocs.com. Da kann man sich nämlich zu allen Plugins, die ich heute hier im Live-Betrieb zeige, auch Informationen rausholen. Ich weiß nicht genau, wer die Seite erstellt hat, ist auf jeden Fall eine super Seite. Da gibt es zu jedem Plugin auch eine kleine Erklärung oder zumindest das Plugin als Screenshot. Wir arbeiten hier heute mit der Firmware 1.12.8. Das heißt, ich kann nur die Plugins zeigen, die in der Firmware 1.12.8 integriert sind. Falls Behringer sich jetzt entschließt, die kommenden 3-4 Tage noch eine neue Firmware auf den Markt zu bringen, dann kann es natürlich sein, dass da neue Plugins drin sind und die sind in dem Video heute nicht enthalten. Also seht es mir nach. Ein Hinweis noch in eigener Sache, ihr kennt das, da unten im Eck ist der Abo-Button. Lasst mir ein Abo da, macht das Glöckchen an und verpasst nie mehr eine Folge Bastis Bassstunde. Und jetzt geht's los. Wir starten jetzt mit den Gates, die in den Gate-Slot geladen werden. Aber ihr werdet gleich sehen, der Gate-Slot bietet mehr als nur Gates. Da gibt es nämlich auch schon Kompressoren oder andere Plugins, die da reingeladen werden können. Schauen wir es uns an. Bevor wir das erste Gate aber testen, zeige ich euch erstmal ein Stück von der Aufnahme, dass ihr einfach mal hören könnt, wie das in Summe so klingen würde. Komme auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast dann auch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Komm mal raus aus deiner Deckung, ich seh schon wie es blitzt. Ich hab schon fast vergessen, wie wunderschön es ist. So hört sich also die Aufnahme an. Ich schalte jetzt die Snare auf Solo. Ich mache meinen Super Rack Channel Strip aus. Ja, und jetzt laden wir uns mal ein Gate rein. Aktuell habe ich hier in dem Gate Slot noch einen Wave Designer drin. Den überschreiben wir jetzt und wir fangen einfach an mit dem Gate Expander. Ist also das standardmäßige Wing Gate oder Expander. Ich kann hier unten von Gate umstellen bis auf eben Expander Funktion. Wir lassen laufen, ich sage nicht allzu viel dazu, jeder weiß, was ein Gate macht und wie es sich anhören muss.
So, also ganz klassisches transparentes Gate. Machen wir weiter mit dem Soul 9000 Gate, also einem SSL Gate. Mein persönlicher Favorit. Das nächste ist ein Even 88 Gate, das ist einem Neve 88 Gate nachempfunden. So, und dann haben wir noch ein letztes Gate, nämlich ein Draw More Gate, also ein Drama Gate, ganz einfach gehalten hier mit Threshold und die Release kann ich auf Slow stellen oder normal. Als letztes zeige ich euch auf das Snare noch den Wave Designer. Der ist dem bekannten SPL Transient Designer nachempfunden. Das heißt, ich kann hier Attack und Sustain von meinem Transienten der Snare feststellen. Super Teil, ich nutze das immer auf der Snare, um einfach den Transienten hier vorne im Attack-Bereich ein bisschen anzuheben. Ihr seht, es gibt noch ein paar andere Plugins, die ich hier in den Slot laden kann. Ich mache mal weiter mit dem BDX 902 DSer, also ein DBX DSer. Den lade ich allerdings jetzt mal in einen Vocal Channel. So, wir sind jetzt hier im Vocal Channel vom Timo, das ist der Sänger. Ich mache hier oben an und lade, wie gesagt, diesen BDX 902, also DBX DSer rein. Komme auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast dann auch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Komm mal raus aus deiner Deckung, ich seh schon, wie es blitzt. Also, schöner DSer. Dann, was ich euch gleich auch noch auf dem Vocal Channel zeigen kann, ist dieser Source Extractor, PSE, also Primary Source Extractor. Gibt es auch von Waves ein Plugin dazu. Das ist im Prinzip ein Softgate, das alles, was nicht Gesang ist, zum Beispiel, also auf einem Gesangskanal funktioniert der super, absenkt. Und zwar um hier bis zu 20 dB und das zeige ich euch jetzt mal. Ich hab schon fast vergessen, wie wunderschön es ist. Du mit Lächeln im Gesicht. Wie ich dich sehe, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Und schon ist quasi das Drumset im Hintergrund auf der Bühne um 20 dB leiser. Auf der Bühne hat man immer ganz viel Sound und Lärm um die Gesangsmikros drumherum. Und da macht sowas schon Sinn, dass man so einen PSE nützt. Cooles Tool. Dann, was ich euch auch auf der Gesangsspur noch zeigen möchte, ist der Auto-Rider. Der Auto-Rider ist ein Auto-Fader-Tool, also der bewegt automatisch den Fader. Das heißt, ich stelle hier einen Threshold ein und wenn der Pegel da drüber ist, dann wird der Threshold, also alles was über dem Threshold ist, wird quasi dem Output Target, das kann ich hier einstellen, angeglichen. Hören wir uns auch mal auf dem Gesang an. Und vor allem guckt mal, was der Fader hier in der Mitte macht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komme auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast dann auch Konfetti.
Das heißt quasi, das Plugin bedient automatisch den Fader. Das gibt es auch von Waves zum Beispiel als Bass Rider oder Vocal Rider. Hier heißt es eben Auto Rider. 2 Plugins habe ich jetzt noch, die ich euch ebenfalls auf der Gesangsspur zeige. Einmal hier diesen Soul Warms Pre. Das ist im Prinzip ein SSL Preamp, ein direktes Original dazu oder ein direktes Vorbild dazu konnte ich bislang nicht finden, aber zeige euch den mal. In der Falte auf der Stirn, warum willst du nicht kapieren? Komm mal raus aus deiner Deckung, ich seh schon wie es blitzt. Ich hab schon fast vergessen, wie wunderschön es ist. Du mit Lächeln im Gesicht. Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Und zuletzt auf dem Gesang zeige ich euch den Dynamic Equalizer. Der Dynamic Equalizer ist im Endeffekt ein dynamischer EQ, allerdings nur mit einem Band. So, wichtig ist, dass wir hier einen Gain einstellen. Das ist nämlich die Range sozusagen. Hier stellen wir auf Below und dann hören wir es uns auf dem Gesang mal an. Oh, 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 oh. Also ideal, wenn dann eine Frequenz stört, man die aber nicht komplett rausziehen möchte, dann kann man diesen Dynamic Equalizer in den Gate Slot laden. Wohlgemerkt, wir reden hier vom Gate Slot, nicht vom Equalizer Slot und nicht vom Kompressor Slot, einfach nur der Gate Slot. 2 Plugins habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt hier beim Gate Slot. Das ist nämlich der 76er Limiter Amp, also ein 1176er Amp, und der LA Leveler, das ist ein LA2A. Den zeige ich euch dann später bei den Kompressoren. Zu guter Letzt fehlt jetzt noch der DACer, den ich ebenfalls in den Gate Slot laden kann. Und den DACer zeige ich euch am besten hier im Basskanal. Und der DACer macht eigentlich erstmal keinen Sinn, wenn man ihn von der Keysource hier oben auf Self stehen hat. Deswegen stelle ich den speziell beim Bass jetzt mal um auf die Kickdrum. Und jetzt wird nämlich jedes Mal, wenn ein Kickdrum-Schlag kommt, das Signal um jetzt aktuell 20 dB zurückgenommen. Also ihr seht, DACer, da pumpt das Signal ziemlich stark. Ideal, wenn man die Kickdrum immer vor dem Bass platzieren will, im Endeffekt, dann nimmt man so eine DACer, Key Source oder Sidechain Source auf die Kickdrum und dann behindern sich Bass und Kickdrum eigentlich im Mix nicht mehr. So, das waren also alle Plugins, die in den Gate Slot geladen werden können. Als nächstes schauen wir uns die EQs an. Wir sind jetzt wieder auf dem Snare-Kanal. Und standardmäßig ist ein Maiden-Kanal von der Wing dieser PEQ drauf. Hier oben habe ich jetzt die Wahl zwischen 6, also in Summe 7, aber 6 weiteren Equalizern. Und ich fange jetzt hier mal an mit dem Soul Analog. Soul Analog ist natürlich ein SSL Equalizer und ich zeige ihn euch einfach mal auf der Snare. So, das ist der Soul Equalizer, also wie gesagt, wie ein SSL Equalizer. Dann als nächstes habe ich einen Even 88, einen Even 88, also ein Neve 88 Equalizer. Der hat einiges an Parametern. Es ist auch noch ein Even 84 Equalizer drauf, der hat dann schon nicht mehr so viele Einstellmöglichkeiten. Ich starte mal mit dem Even 88.
So, das ist der Even 88. Als nächstes habe ich den Even 84 Equalizer hier. Den zeige ich euch jetzt auf meiner Instrumentenspur. Also ganz einfach Equalizer. Das Schöne ist, hier drüben links am Bildschirmrand sieht man auch, was er macht, wenn man die, ja, sag ich mal, die Potties hier nicht direkt deuten kann. Dann haben wir hier einen Fortissimo 110. Das ist im Endeffekt ein, ja, Focusrite Isaac. Auch den zeige ich euch. Ebenfalls auf der Instrumentenspur. Ja, der ist ein bisschen schwieriger zu verstehen, weil natürlich die Shelving-Filter hier auf der rechten Seite sind und die PEQs hier auf der linken Seite. Aber im Endeffekt, hier die Grafik hilft einem wieder zu sehen, was passiert. Dann gibt es hier einen Pulsar EQ. Ja, im Endeffekt ein Pultec EQ. Dieser Pultec Equalizer, der konnte nur boosten oder eben hier in dem Fall die Mitten absenken. So, ihr seht, also der macht immer genau das mit dem Potty hier, was drunter eben angezeigt wird, entweder absenken oder boosten. Bei den Equalizern zeige ich euch jetzt noch den Mach EQ4. Der ist natürlich an den Mark EQ4, also von Mark Audio, angelehnt. Der hat feste Bänder, eignet sich prima für Gesang, deswegen zeige ich euch den auch auf einer Gesangsspur. Oh, 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 oh. Komme auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast dann auch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? So, und zum Schluss haben wir hier noch einen AP drin. Ist im Prinzip ein 10-Band grafischer Equalizer. Ja, brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Wir hören mal kurz rein. Also wirklich geil, was Behringer hier für eine Auswahl an EQs bietet, wenn man bedenkt, dass alles native im Pult vorhanden ist. Das heißt, ich muss keine Plugins extra dazu kaufen. Wenden wir uns nun dem Kompressor-Slot zu. Den ersten Kompressor, den ich euch zeige ich euch jetzt auf dem Overhead-Channel. Das ist nämlich der Wing-Kompressor. Ganz normaler Standardkompressor, der eigentlich standardmäßig auf jedem Kanal eingestellt ist. Wing-Kompressor. Als nächstes ein BDX 160 Kompressor, ist natürlich ein DBX 160 Kompressor, muss ich nicht viel dazu sagen. Aus meiner Sicht mega geiler Kompressor für die Overheads. Dann die nächsten Kompressoren, die nächsten beiden zeige ich euch jetzt auf dem Drum Channel, also auf der Drum Gruppe. So, ich bin jetzt hier auf meiner Drum-Gruppe und ich lade hier mal den BDX 560 Easy. Das ist natürlich ein DBX-Kompressor.
Ja, ziemlich geiler Kompressor, genauso wie der Drawmore Comp, also ein Drawmore Kompressor. Den schauen wir uns ebenfalls auf der Drumgruppe an. Jo, auch ziemlich geiler Kompressor. Dann machen wir weiter mit dem Red 3 Kompressor. Den zeige ich euch jetzt aber auf der Bassgitarre. So, ihr seht hier oben links im Eck Bassgitarre und da habe ich jetzt den Red 3 schon mal reingeladen in den Slot und jetzt hören wir uns mal an. Ziemlich geiler Kompressor für Bassgitarre, genauso wie der nächste, den ich euch zeige, den zeige ich euch ebenfalls jetzt auf der Bassgitarre, nämlich der Eternal Bliss, also ein Expressor von Elisha. Mega Kompressor für Bassgitarren, beide, der Red und der Elisha, also der Eternal Bliss. So, auch den nächsten Kompressor zeige ich euch jetzt auf der Bassgitarre, das ist nämlich der Soul 9000, der ist einem SSL Channel Kompressor nachempfunden, also von einer SSL Konsole. Klingt ziemlich geil, wie ich finde. Okay. Jetzt habe ich hier noch zwei Kompressoren in der Mitte, nämlich den Soul Bus Comp und den Even Comp. Die zeige ich euch jetzt wiederum auf meiner Instrumentengruppe. In die Instrumentengruppe bei mir gehen alles rein, bis auf Drumset und Gesänge. Also alle Instrumente, Gitarren, Bass und so weiter, Keyboards, geht alles in die Instrumentengruppe. Und da zeige ich euch jetzt als nächstes den Soul Bus Comp. Den habe ich da nämlich standardmäßig sogar immer drauf. Hier sehen wir Soul Bus Comp in der Instrumentengruppe, ist natürlich ein SSL Bus Kompressor und der klingt so. Also ganz klassischer Buskompressor bis minus 4 dB ungefähr, super Teil. Der nächste ist der hier, das ist nämlich der Even oder Neve Comp Limiter. Den lade ich jetzt auch mal hier in den Instrumentenbus, da können wir uns den hier mal anhören auch. Also der ist auch super geeignet für solche Instrumentenspuren oder Gruppenspuren und hat hier auch noch einen Limiter integriert. Jetzt kommt der weltberühmte 76er Limiter Amp. Übrigens zum 76er Amp haben wir schon mal einen ausführlichen Test gemacht, mein Kumpel Stöcki und ich. Ich blende euch mal den Link hier oben im Eck ein und dann könnt ihr euch das Video gerne mal anschauen, wenn ihr Interesse habt. Diesen 76er lade ich jetzt aber in meinen Drumbus. Wir sind im Drumbus und hier ist der 1176er, ich habe ihn schon geladen, also 76 Limiter Amp heißt er auf der Wing und der klingt so.
Ja, also ganz klassische Einstellungen, die ich jetzt gemacht habe. Ich stelle die Attack auf 10 Uhr, ich stelle die Release auf ca. 2 Uhr und ich stelle die Threshold auf 4. Sogenannte Dr. Pepper Einstellung, und ich gucke, dass er so zwischen minus 7 und minus 10 dB reduziert, und dann klingt er eigentlich ideal. Hat auch einen All-Button-Mode, also klingt wie ein 76er eben klingen muss. Ich bin jetzt wieder auf der Bassgitarre und habe hier schon mal den nächsten Kompressor geladen, den ich euch zeige, nämlich den Leveling Amplifier, den LA Leveler. Ja, ist dem Teletronics LA2 nachempfunden, eignet sich gut für Bassgitarren und Gesänge, und der klingt dann so auf der Wing. Hier haben wir jetzt einen Fairkit 670. Ja, das ist natürlich ein Fairchild Kompressor, legendärer Kompressor, glaubt überhaupt nicht mehr auf dem Markt zu kaufen oder ganz selten zu finden. Der eignet sich gut für Gruppen, und den packe ich jetzt einfach mal in meine komplette Bandgruppe rein. So, also ich habe diesen Fairkit, der eigentlich Fairchild heißt, jetzt mal in meine Bandgruppe reingepackt. Da ist jetzt quasi alles drin, außer die Vocals und Effekte. Und ja, hören wir uns an. Super cool, also er klingt sehr unauffällig, pumpt nicht, top aus meiner Sicht. Der nächste in der Reihe, mein persönlicher Freund, der No Stressor. Auch dazu habe ich mal ein extra Video gemacht, auch das blende ich euch hier oben mal ein, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Den No Stressor verwende ich grundsätzlich immer auf Gesängen, und da demonstriere ich ihn euch heute auch. Wir sind also wieder auf dem Gesang vom Timo, dem Hauptsänger, und hier ist der No Stressor alias Distressor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komme auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast dann auch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Gibt dem Gesang so einen leichten Crunch, mag ich unbeschreiblich gern. Hier haben wir jetzt den Pia 2250 Rack, also ein API im Endeffekt, in der 500er Version. Das ist auch hier schön angedeutet, und den habe ich jetzt auf den Bandbus geladen, und den hören wir uns jetzt mal an. Ja, so klingt der API. Einer meiner absolut persönlichen Favoriten mit auf diesem Pult. Der erst seit der, ich glaube, der letzten Version oder vorletzten Firmware-Version vorhanden ist, nämlich der LTA 100 Leveler. Der LTA 100 Leveler ist dem TLA 1000 Optoröhrenkompressor nachempfunden. Den habe ich eigentlich immer auf meiner Gesangsgruppe, und da zeige ich ihn heute jetzt auch. Wir sind in meiner Gesangsgruppe, in meiner Vocals Group, hier oben sieht man es, und hier habe ich jetzt diesen LTA 100 bereits draufgeladen, und ja, hören wir rein. Komme auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast dann auch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Also ich finde, der hebt den Gesang nochmal deutlich in den Vordergrund. Richtig geiler Kompressor. Was jetzt noch fehlen würde hier in der Kompressorliste ist der Wave Designer, der Autorider und hier oben der Wing Expander. Das sind aber exakt die gleichen Plugins, die auch im Gate Slot drin sind, und deswegen habe ich die euch schon vorgestellt. Eine Info habe ich jetzt noch für euch.
Man kann natürlich die Reihenfolge hier von Gate, Equalizer und Kompressor auch ändern. Dazu klickt man einfach auf den Schraubenschlüssel hier unten und kann die hier oben dann in der Kette beliebig verschieben. Ja, wie ihr seht, auch bei den Kompressoren lässt Behringer keine Wünsche offen. Sogar der selten emulierte oder nachempfundene Distressor in Form vom No-Stressor ist dabei. Also wirklich sehr, sehr geil und ich nutze den unglaublich gerne für Gesänge zum Beispiel. Jetzt widmen wir uns den Premium-Effekten bzw. den Standard-Effekten und die muss ich über einen Insert laden. Das heißt, alles, was ich bis jetzt gezeigt habe, geht in jedem Kanal zum Laden. Dazu brauche ich keinen Effektslot im Effekt-Track. Was ich euch jetzt zeige, in Summe sind das 52 Plugin oder 52 Effekte in dem Fall. Die muss ich dann hier im Effekt-Track laden. Fangen wir an mit den Premium-Effekten. Der erste, den ich euch jetzt zeige, ist der ganz normale Hall und Reverb hier oben. Den habe ich jetzt auf meinem Gesang. Ich übertreibe es jetzt einfach mal ein bisschen mit dem Effekt, lasse aber trotzdem den kompletten Mix jetzt laufen. Also das heißt, wir hören uns jetzt keine einzelnen Spuren mehr an, sondern wir hören uns jetzt den Effekt auf dem kompletten Mix und zwar auf den Gesängen an, in dem Fall. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Also ihr hört, wenn ich hier ein bisschen übertreibe, dann hört man schon Hall-Effekt, ganz normal. Ich habe hier auch noch ein Damping, das heißt, ich kann die Frequenz noch ein bisschen runterziehen. Pre-Delay, Size, alle Einstellmöglichkeiten, die so ein Hall eben hat. Das ganze Teil ist übrigens einem Lexicon 480 nachempfunden. Und eine Sache, die noch wichtig ist, es gibt immer zwei Insert-Slots auf der Wing. Ein Insert-Slot ist Pre-Fader, das ist der obere, und der untere Insert-Slot hier, der ist Post-Fader. Und je nachdem, ob ich meinen Effekt jetzt Pre- oder Post-Fader lade, dient der Fader einmal als Send oder als Return. Also Send-Fader, wenn ich den Effekt Post-Fader lade und Return, wenn ich den Effekt Pre-Fader lade. Das ist dann das Prinzip von der Wing, das heißt, ich habe hier keinen Send- und Return-Fader mehr, sondern ich habe nur noch einen Fader und je nachdem, ob ich meinen Effekt davor oder danach lade, dient er als Return- oder Send-Fader. So, als nächstes lade ich mir einen Room Reverb, das ist der zweite hier in der Reihe, den mache ich jetzt aber aufs Drumset und nicht auf den Gesang. Schaut genauso aus erstmal von der Oberfläche her. Wie gesagt, die sind ja alle dem Lexicon 480 nachempfunden. Wir machen weiter mit dem Chamber Reverb, auch den lade ich aufs Drumset und wir hören uns den auf dem Drumset an. Ja. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht. Weiter geht's hier oben mit dem Plate Reverb. Machen wir ebenfalls mit dem Drumset. Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie. Das war die Plate. Jetzt kommt der Concert Reverb. Den wiederum nehme ich jetzt den lade ich jetzt auf den Gesang. So, hier ist er. Schaut genauso aus. Concert Reverb. Hören wir mal rein. Ich switche wieder zwischen Solo, Vocal Bass und Gesamt. Irgendwie fängt hier ganz wahr irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr länger. Liebe wird aus Mut gemacht. Denk nicht lange nach. Wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.
Sehr guter Konzerthall. Und der letzte in der Kette hier drüben ist der Ambience. Auch den zeige ich euch kurz auf dem Gesang. Gib mir die Hand, ich bau euch ein Schloss aus Sand. Ihr singt! Jawohl! Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ambience. Sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt die obere Reihe hier abgeschlossen und jetzt haben wir ein besonderes Schmuckstück als nächstes, nämlich den VSS3 Reverb. Und dieser VSS3 Reverb, da gibt es ein Vorbild von TC Electronics. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, mein Favorit. Den kann ich jetzt gar nicht ausführlich testen hier, weil der hat hier so viele verschiedene vorgeladene Setups, Presets hier drauf. Seht das mal, wenn ich hier durchscroll, also diese Liste hört gar nicht auf. Standardmäßig kann ich euch mal zeigen, was ich immer drauf habe. Ich habe hier nämlich diesen Medium Vocal Hall, den habe ich hier gleich ein bisschen angepasst und den zeige ich euch jetzt mal, wie der klingt. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Mega Hall. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Ja, also dieser VSS3, der bietet so viele Möglichkeiten, die kann ich jetzt hier alle nicht in ein paar Minuten zeigen. Vielleicht sollte man einfach mal eine extra Episode drüber machen, was der alles für Hallräume drauf hat. Ist auf jeden Fall ein geiles Teil. Als nächstes zeige ich euch den Vintage Room Effekt, den wiederum natürlich wieder auf den Drums. Irgendwie fängt ihr Ja, also ziemlich cooler Room Effekt. Dann hätten wir als nächstes den Vintage Reverb. Den hören wir uns auch mal auf den Drums an. Richtung Zukunft durch die Nacht. Eckenfelden! Gib mir die Hand, ich bau euch ein Schloss aus Sand. Also, ja, ich finde die alle geil. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sehr cool. Der nächste, den ich lade, eine Vintage Plate. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Blue Plate ist der nächste. Schaut ein bisschen moderner aus, so von der GUI her. Schauen wir mal, was der kann. Ich warte nicht mehr mehr. Eckenfelden! Gib mir die Hand, ich bau euch ein Schloss aus Sand. Ihr singt! Als nächstes laden wir einen Gated Reverb. Ebenfalls aufs Drumset. Fliegen Motten in das Licht. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr. Klassisches Gated Reverb. Der nächste wäre ein Reverse Reverb. Feuerräder Richtung Zug.
An der Stelle weniger passend, aber so als Effekt für einzelne Sounds ziemlich cool. Den nächsten Effekt lade ich jetzt wieder auf den Gesangseffekt-Kanal, also auf den Vocal FX-Kanal, weil das ist ein Delay und ein Reverb kombiniert in einem Plugin. Wir haben jetzt quasi hier auf der linken Seite das Delay und auf der rechten Seite ein Reverb. Eigentlich ziemlich cool, weil hier spart man sich quasi einen FX-Slot. Wichtige Info noch, immer wenn ihr ein Delay geladen habt und seid gerade in dem Slot drin auf der Wing, dann könnt ihr rechts am Bildschirm, da ist so ein Multifunktionsbutton, den als Tab-Taste benutzen. Ihr seht, wenn ich jetzt hier tappe, kann ich die Delay-Zeit verändern. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Ziemlich cool, wenn man das gleich kombinieren will und sagt, man braucht nur einen Effekt, dann hat man das hier schon in einem Plugin. Weiter geht's. Als nächstes ein Shimmer Reverb. Da bin ich jetzt gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir noch nicht angehört bis jetzt. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Okay, also ist mehr was für wirklich Effekt-Vocals, so als gängiger Hall nicht geeignet. Dann ein Spring Reverb, ganz klassisch, Federhall. Ja, hören wir uns auch mal auf den Gesang an. Liebe wird aus Mut gemacht, denk nicht lange nach, wir fahren auf Feuerrädern, Richtung Zukunft durch die Nacht. Eggenfelden, gib mir die Hand, ich bau euch ein Schloss aus Sand, ihr singt! Ja, okay, also auch mehr was als Effekt und weniger als Standardhall geeignet. Dann haben wir hier 3 Modulationseffekte, nämlich zweimal Chorus und einmal einen Flanger. Ich starte jetzt mal mit dem Chorus, hören wir uns einfach ebenfalls mal auf den Gesang an. Chorus auf dem Gesang kann den Gesang immer ein bisschen voller klingen lassen und interessanter klingen lassen, deswegen bestimmt gar nicht schlecht, wir hören mal rein. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Also finde ich ganz cool, bisschen Hall dazu, kann man das durchaus hören. Okay, was haben wir als nächstes? Einen Stereo-Chorus. Lasse ich jetzt auch mal auf den Gesang. Gleicher Channel, wie ich gerade eben schon war. Hören wir mal. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht. Denk nicht lange nach, wir fahren auf Feuer. Jo, also Chorus-Effekt, eher für Gitarren zum Beispiel geeignet jetzt an dieser Stelle. Den anderen fand ich auf dem Gesang fast geiler. Und jetzt ein Flanger, für Gesang vermutlich absolut ungeeignet. Ich demonstriere ihn euch trotzdem hier an der Stelle. Richtung Zukunft durch die Nacht. Eggenfelden, gib mir die Hand. Ich bau euch ein Schloss aus Sand. Ihr singt! Also ihr hört, klassischer Flanger. Was haben wir noch? Stereo Delay. Ja, das Stereo Delay, muss ich sagen, das sieht für mich, also wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah cool, das ist ein Line 6 Echo Pro Nachbau. Leider nur von der Optik her. Die Funktion, die der Echo Pro liefert, hat das Delay leider nicht. Trotzdem ganz normales Stereo Delay, also man kann hier auch wieder die Zeit tappen. Rechts, wie gesagt, am Bildschirm. Ich filme das gleich nochmal.
dass ihr das sehen könnt. Rechts vom Bildschirm ist der Multifunktions-Button und wenn ich den tappe, dann kann ich hier die Zeit tappen von dem Delay. Wir haben hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Wir hören es am besten einfach mal an. Ja, was man eben von einem Delay erwartet. Weiter geht's mit dem Ultra Tap Delay. Das Ding finde ich geil. Hier kann man nämlich die Stereobreite des Delays beeinflussen. Das heißt, man kann von rechts-links über Mono nach links-rechts das Delay wandern lassen. Hier rechts in dem Feld sieht man immer, wo das Delay wandert oder wie das Delay wandert. Dann kann man hier die Repeats verändern. Ihr seht das, dann gibt es hier mehr Punkte oder weniger. Wichtig ist, das Teil macht immer genauso viel Repeats, wie man eben hier auch einstellt. Also wenn ich 4 einstelle, habe ich 4 Repeats. Ich kann auch den Slope auswählen. Der Slope sagt, um wie viel jedes Repeat von der Lautstärke her abnimmt oder zunimmt. Dann kann ich hier den Modus einstellen, wie die Delays also übers Panorama wandern. So ist es von links nach rechts. Ich kann Jump, dann habe ich quasi wie ein Ping-Pong. Fokus heißt, es wandert von links rechts nach Stereo Mitte. Und Spread heißt, es wandert von Stereo Mitte nach links rechts. Ich zeige es euch mal. Wichtig ist jetzt bei dem Delay, das mache ich jetzt mal anders. Ich lade es jetzt mal hier rein, weil das Delay sollte man wirklich Post-Fader fahren, sodass man einzelne Worte da reinschickt und dann quasi hört, was es macht. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr. Liebe wird aus Mut gemacht, denk nicht lange nach. Wir fahren auf Feuerrädern, Richtung Zukunft durch die Nacht. Engelsfäden! Also da kann man richtig geile Sachen damit machen. Gefällt mir unheimlich gut. Habe ich auch das ein oder andere Mal immer wieder im Einsatz. Wir machen weiter mit einem Tape Delay. Tape Delay deswegen, weil das Signal hier quasi aufgenommen und ja, nach einer bestimmten Zeit eben wiedergegeben wird. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Jo, also wie sich eben so ein Tape Delay anhört, sehr cool eigentlich vom Sound her. Warm, bisschen leicht angezerrt, weniger Höhen natürlich. Dann haben wir hier ein Oil Can Delay. Da bin ich jetzt auch wieder gespannt, weil das habe ich jetzt persönlich noch nicht benutzt bis jetzt. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr. Liebe wird aus Mut gemacht, denk nicht lange nach. Wir fahren auf Feuerrädern, Richtung Zukunft durch die Nacht. Engelsfäden! Okay, das Delay kann man jetzt nicht tappen. Das hat keinen Tap. Hier muss ich wirklich die Zeit hier manuell einstellen. So, und was haben wir noch? Hier einen Drehter, ein Boss, also BPD soll für Boss stehen, Boss Delay. Ja, Gitarren-Stomp-Effekt im Endeffekt. Hören wir uns auch auf dem Gesang an. Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Also, ihr seht schon, wir haben jetzt hier allein 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Delays drauf. Mega geil. So, der nächste Effekt, den ich euch zeigen möchte, ist der Stereo Pitch hier unten. Stereo Pitch und Dual Pitch. I've been on the cold. I've been on my way for long enough. You can even tell me how to love.
Jo, ganz normaler Pitch-Effekt, genauso wie der Dual-Pitch, nur dass der eben zwei verschiedene Pitches macht. Dust. Everybody loves to see the must, baby. I'm running out of since city's cold and empty. Also, wer die Chipmunks live mischt, der kann das durchaus verwenden. Diese Premium-Effekte könnt ihr in die Slots 1 bis 8 laden, in die Slots 1 bis 16, also auch in die Premium-Effekt-Slots, und in die restlichen 8 könnt ihr auch überall Standard-Effekte reinladen, und die schauen wir uns jetzt an. So, fangen wir ganz normal an mit meinem Graphics EQ. Den Graphics EQ, den packe ich jetzt schnell hier mal in den Effektslot rein, dass ihr den auch hören könnt. Ja, ganz normaler grafischer Equalizer, ideal für die PA, um einzelne Frequenzen zu ziehen oder zu pushen. Okay, also muss man nicht viel dazu sagen, ganz normaler Equalizer. Dann gibt es hier auch nochmal den PIA oder API 560 GEQ, den stelle ich jetzt nicht nochmal neu vor. Hier gibt es einen Speaker Manager, der besteht aus einem Filter, einem dynamischen EQ und einem Limiter. So, ich habe den jetzt mal in die Band-Summe geladen, da kann man, denke ich, ganz gut hören, was da passiert. I've been on the call. I've been on my way for long enough. You can even tell me how to love, baby. I'm running with my balls. You don't even have to talk to dust. Everybody loves to see the must, baby. I'm running out of since city's cold and empty, and no one's trying to touch me. So, also der ist wirklich nicht zur Dynamikbearbeitung gedacht, sondern ja, als Speaker Manager, wie der Name schon sagt. Das heißt, wenn ich in der PA quasi einen Limiter setzen will oder wenn ich eine einzelne Frequenz hier mit dem Dynamic EQ bearbeiten will, das ist übrigens der gleiche Dynamic EQ, der auch in den Gate Slot geladen werden kann. Und hier habe ich noch einen Filter für Low Pass, High Pass und Tilt Equalizer. Dann habe ich hier einen Triple Equalizer. Und im Prinzip ist der auch nichts Neues, den habe ich euch vorhin schon gezeigt, als ich euch den Dynamic Equalizer vorgestellt habe. Nur der hat jetzt eben 3 Bänder, die ich einstellen kann. Die kann ich hier oben einwählen, Band 1, Band 2 und Band 3, aber der macht jedes einzelne Band für sich, hat keine andere Funktion wie der Dynamic Equalizer von vorhin. Der Combinator wiederum, der macht einiges, das ist nämlich ein 5-Band dynamischer Kompressor und ja, an dem spielen wir jetzt mal ein bisschen rum. Ich habe den auf meinen Band-Channel geladen. I can't see clearly when you're gone. Oh, and I said, ooh, I'm blinded by the light. No, I can't sleep until I feel your touch. And I said, ooh, I'm drowning in. Also man kann bei dem C5 quasi hier oben Generaleinstellungen vornehmen. Das gilt dann für alle Bänder. Und hier unten, wenn man das jeweilige Band dann anwählt, dann ändert es auch die Farbe, kann man das Band nochmal speziell bearbeiten. Man kann hier zum Beispiel auch, wenn man sagt, das eine Band, das möchte ich überhaupt nicht, dass das reagiert, das kann man hier auch auf Bypass schalten. Dann bleibt es auch stehen. Dann der nächste ist ein Precision Limiter. Im Vergleich zu dem Limiter, der beim Speaker Manager dabei ist, ist der auch für Klangbearbeitung geeignet. Also mit dem kann ich wirklich ja, Lautstärke erzeugen im Endeffekt und Dynamikumfang rausnehmen. This is what I really have to love.
So, also ihr hört selber, das ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. So ein Limiter, da kann ich schnell meinen Sound echt platt machen und auch verzerren lassen. Deswegen, aber wie gesagt, funktioniert. Gut, wir gehen weiter. Als nächstes haben wir hier einen Zweiband-DSer. Den wiederum zeige ich euch jetzt auf meinem Vocals-Channel. So, hier habe ich jetzt den Zweiband oder den Dual-DSer geladen auf meinem Vocals-Channel. Und ich lasse mal die Vocals einfach solo laufen, dann können wir uns den am besten, dann hört man am besten, was der macht. Oh, baby, since city's cold and empty and no one's around to touch me, I can't see clearly when you're gone und ihr seid dran. So, also ganz normale DSer, der ein oder andere kennt den vielleicht noch vom X32, das war das ähnliche Plugin, das da drauf war. Als nächstes haben wir einen Ultra Enhancer, angelehnt an den SPL Vitalizer. Den zeige ich euch jetzt auf der Bandsumme. Ich kann hier also 3 Bänder Bass mit den High enhancen, das heißt, hier werden Frequenzen künstlich hinzugefügt. Dann habe ich eine Stereo-Bearbeitungssektion und eine Mono-Bearbeitungssektion. Dann haben wir einen ganz normalen Exciter, der macht nichts anderes wie Oberwellen oder harmonische hinzufügen. Den lasse ich jetzt auch mal auf der Bandsumme laufen, können wir uns das auch mal anhören. Jo, also ganz normaler Exciter. Als nächstes ein für mich sehr wichtiger Effekt, nämlich der Psycho Bass. Und der Psycho Bass, ich habe den mal auch rausgemessen mit einem Analyzer, der fügt im Prinzip zum normalen Basssignal Oberwellen hinzu, lässt aber die erste harmonische weg. Das heißt, im Endeffekt wird dem Gehör vorgegaukelt, dass mehr Bass da ist im unteren Bassbereich, obwohl es eigentlich nur durch Oberwellen erzeugt wird. Das gleiche Prinzip verfolgt zum Beispiel auch der Waves Max Bass. Ich lasse mal laufen und drehe mal den Intense auf. Ich drehe ihn jetzt erstmal ganz runter und drehe den dann auf. Höre dann mal, ich stelle mal die X-Over-Frequenz, stelle ich mal so auf, ja, machen wir mal hier mal 42 Hertz, 43 Hertz. Ich will noch einmal euch hören. So funktioniert das Ganze. Also ich habe den immer auch im Einsatz, genau an dieser Stelle, um einfach in meinem ganz Gesamtmix ein bisschen mehr Kontrolle über den Bass zu haben und eben bei einem PA-System, sage ich mal, mehr Oberwellen reinfahren zu können, und es erzeugt trotzdem psychoakustisch mehr Bass eben. Gut, wie geht's denn weiter hier? Sub-Oktave. Ist wieder ein Bodentreter, ist natürlich Boss nachempfunden. Ja, hören wir uns an. Ja, es ist im Endeffekt ein ganz normaler Oktave, wie man als Stomp-Effekt von der Gitarre kennt. Ja, da hinten haben wir noch einen Submonster, den gibt es von Midas, ist das ein Plugin. Also ich kann eine Resonanzfrequenz im Prinzip einstellen. Ihr seht, dass die harmonischen jetzt dazu angereichert werden. I've been on this call. I've been on my way for long enough. You can even tell me how to. Jo, also macht ordentlich Bass, gibt ordentlich Bass dazu. Nächster in der Kette oder in der Reihe, Velvet Imager. Der verändert die Stereobreite im Endeffekt. Hören wir uns an. Baby, I'm running out of since city's cold and empty and no one's trying to touch me. I can't see clearly when you're gone. Oh, oh, and I said, ooh,
Dann haben wir einen Double Vocal. Double Vocal, wie der Name schon sagt, würde ich jetzt eher auf Vocals anwenden. So, jetzt sind wir im Vocal Channel. Ich habe den Double Vocal hier reingeladen und ja, machen wir mal Play. I've been on this call. I've been on my way for long enough. You can even tell me how to love, baby. I'm running with rebels. You don't even have to talk to dust. Doppelt die Vocals auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten hier, zum Beispiel Detune. Everybody loves to see the mud. Ganz cooler Effekt, auf jeden Fall, für Vocals. So, der nächste ist einer meiner Favoriten, nämlich der Pitch FX, weil der Pitch Fix, so heißt der, Pitch Fix, weil der kann Autotune-Effekt erzeugen. Und zwar, indem ich die Speed einfach auf 100 stelle. No, I can't sleep until I feel your touch. And I said, ooh, I'm drowning in the night. You, when I'm like this, you're the one I trust. So, unglücklicherweise singt der Timo ziemlich gut, deswegen die Auswirkungen an der Stelle nicht unbedingt 100% hörbar, aber es funktioniert definitiv. Ansonsten kann man den auch einsetzen, um kleine Korrekturen vorzunehmen. Muss man halt die Speed ein bisschen runternehmen und die Amount ein bisschen zurück. Dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Da unten haben wir jetzt noch ein paar, die zeige ich euch jetzt noch. Es gibt einen Rotary Speaker, also wie ein Leslie Rotary. Den hören wir uns am besten auch mal auf dem Gesang an. Da hört man ganz gut, was der macht. I've been on this call. I've been on my way for long enough. You can even tell me how to love, baby. I'm running with rebels. You don't even have to talk to death. Okay, ganz normaler Rotary-Effekt, kennt man ja. Dann haben wir hier einen Phaser. Das ist wieder eher ein Stomp-Effekt. Schauen wir uns ebenfalls auf die Vocals oder hören uns ebenfalls auf die Vocals an. Everybody loves to see the must, baby. I'm running out of since it is cold and I'm Jo, also ganz normaler Phaser-Effekt. Dann haben wir hier einen Tremolo Penner, der ist genauso dargestellt. Gehen wir auch auf die Vocals damit. and no one's trying to touch me. I can't see clearly when you go. Oh. Ja, hörbar. Tape Machine wiederum ist eine Bandmaschinen-Emulation. Die zeige ich euch jetzt wieder auf dem Bandmix, weil die ist eher für Gesamtmixe geeignet. Jo, Tape Machine habe ich geladen auf meinen Bandkanal. Schön ist übrigens, wenn man hier aufschaltet, dann hört das Band auf sich zu drehen und das Display geht aus. Wenn man hier anschaltet, ja, geht eben das Display wieder an und das Band dreht sich wieder. Oh, and I said, ooh, I'm blinded by the light. No, I can't sleep until I feel your touch. And I said, ooh, I'm drowning in the night. You, when I'm like this, you're the one I trust. Hey, 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 hey. Jo, also hauptsächlich zum Mastering gedacht, eben Bandmaschinen-Emulation. Wenn man es dezent einsetzt, sehr, sehr gut. Dann haben wir hier einen Mod-Filter, also einen Multimode-Filter. Der ist vermutlich eher wieder für den Gesang geeignet. Wir können uns mal geschwind auf der Band anhören, wie es klingt, aber ich glaube, wir müssen in den Gesang. Running timber walls. This is what I really have to love. You can even tell me how to love, baby. Ja, also der ist für krasse Effekte im Endeffekt. Wenn man wirklich was mit sehr viel Effekt fahren will, vielleicht mal Stimme oder so, dann kann man den durchaus nutzen. Hier haben wir einen Effekt, den gibt es anscheinend echt von TC Electronic. Das ist nämlich der Body Res Acoustic Pickup Enhancer. Hört mal rein.
nimmt ein bisschen mitten raus, pusht die Bässe und die Höhen ein bisschen. Weiter geht's jetzt mit dem Rack Amp, den zeige ich euch auch auf der Gitarre. Diese ganzen unteren Effekte, die ihr jetzt hier seht, sind alles Amps. Das heißt, die zeige ich euch jetzt alles auf dieser Gitarrenspur. Rack Amp. Jo, also Verzerrer im Endeffekt. Dann machen wir den nächsten. Das ist ein, na, wer errät's, ein Music Hall, ein Marshall, eine Marshall-Emulation. Probieren wir mal den Angel Amp. Soll ein Engel sein. Also Engel Amp. Dann haben wir hier einen Jazz Clean Amp, heißt der. Wir hören mal in den rein. Ja, okay. Und als letztes noch hier einen Deluxe Amplifier. Der ist natürlich ja, an Fender angelehnt. Das sieht man hier auch am Schriftzug. Ja, okay, ja, das waren im Prinzip die Gitarren-Amps und ihr seht selber, wir sind am Ende der Liste angelangt. Was es jetzt noch geben würde, wären vorgefertigte Channel Strips, das heißt verschiedene Plugins bereits in Reihe als ein einziges Plugin. Dazu habe ich aber eine extra Folge Bastis Bassstunde gedreht. Ich würde sagen, ich mache hier einfach oben den Link euch hin und dann könnt ihr euch die Folge dort anschauen, da muss ich jetzt nicht mehr gesondert drauf eingehen. So Leute, also, ihr habt gesehen, 87 Plugins, wir haben sie uns alle angeguckt. Wichtig nochmal an der Stelle, alle sind bereits auf dem Pult drauf, man muss nichts zusätzlich kaufen, man muss nichts installieren, man kann das Pult so kaufen und einfach mit allen 87 Plugins loslegen. Ich finde, ganz ehrlich, das ist der Hammer und das war mit eine Entscheidung, warum ich dieses Pult gekauft habe und warum ich dieses Pult so gern mag. Ich sage an der Stelle, vielen Dank fürs Einschalten, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Bastis Bassstunde. Ich hoffe, dann wird die Episode wieder ein bisschen kürzer und ich wünsche euch was. Macht's gut, euer Basti.